Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Spaziergang, der uns heute nach Japan führt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die japanische Industrie angeschlagen und zaghaft versuchten, wieder mal auf die Beine zu kommen. Bescheiden gründeten zwei Freunde, der Kaufmann Sugawara und der Techniker Mamiya, 1940 die Firma Mamiya, die bald als Patentfabrik genannt wurde, wegen der großen Anzahl an angemeldeten Patenten, die sie eingereicht haben. Die Lieferschwierigkeiten bei Verschlüsse und Objektiven, die waren riesengroß. Meistens wurden Objektive und Verschlüsse vom Ausland, sprich Deutschland, importiert. Das wurde damit ausgeglichen, indem die Firma Mamiya die Lieferfirmen abkaufte, als Tochterunternehmer selbstständig dann weiterführte. Aber zu diesen Lieferschwierigkeiten zählten auch die Schikanen von den Amerikanern. Die Amerikaner als Kriegsgewinner führten eine sehr, sehr strenge Verkaufspolitik. Zum Beispiel, es war verboten, die eigenen Produkte, die japanischen Produkte an die Japaner zu verkaufen. Bis 1953 war vorgeschrieben, dass die japanischen Produkte eine Aufschrift bringen, Made in Occupied Japan zu versehen. Erst nach 54, 55 wurde dieser Passus gestrichen. Aber zurück zu unserer Kamera. Punkto Objektive muss man auch einen sehr wichtigen Punkt einmal nennen. Als 1839 die Bekanntgabe der Fotografie wurde, der Daguerreotypie, wurde aus Österreich offiziell der Professor Ettinghausen nach Paris geschickt, um bei der öffentlichen Bekanntgabe der Fotografie teilzunehmen und die Idee der Fotografie nach Österreich zu bringen. Diesmal war umgekehrt. Im Auftrag der japanischen Regierung ist 1876 der Wissenschaftler Matsugoro Asakura, es tut mir leid, ich kann nicht Japanisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist nach Wien gesandt, um bei Österreich oder beziehungsweise in Wien die optische Studien zu Thema Objektiv zu erfahren. Bis dato die Japaner erzeugten Linsen, aber nicht Objektive. 8 Jahre später präsentierte der Sohn von Matsugoro Asakura das erste errechnete Objektiv, das in Japan gebaut wurde. Dieser Zeitpunkt, 8 Jahre später, konnte der Vater nicht erleben. Das war zu Objektiv. In Tokio gab bereits 1932 eine Zeiss Fanclub und auch ein österreichischer Baron, der Baron Raimund von Stilfried, hat 1871 ein Fotostudio in Yokohama in Japan betrieben. Also Europa war schon in Japan angesiedelt, wenn man so sagen kann. Die Firma Mamiya überraschte das Publikum mit einer ungewöhnlichen Konstruktion. Die Optik war an die Platine fixiert, die Schärfe und die Einstellung wurde durch die Rückplatte. Die Rückplatte ist beweglich und durch diese Bewegungen konnte die Kamera die richtige Schärfe einstellen. Also die Fokussierung ist durch Bewegung der Rückwand erfolgt. Eine riesengroße Palette an Zusatzgeräte und
Filmhalter und unverzichtbare Werkzeuge positionierten diese Kamera als professionelles Werkzeug. Die Kamera ist eine Sucherkamera mit einem Standardobjektiv 90 mm Brennweite. Es gibt natürlich auch Weitwinkelobjektive mit 35 mm, 50 mm und dann mehrere Filmhalter. Wir haben hier Filmhalter für 6x6 oder 6x9 oder andere gängige Formate wie 4,5x6 cm, die eigentlich als das Format für die ideale Modellfotografie auserkoren wurde. Und unverzichtbar ist auch ein Blitzgerät. Das Blitzgerät, was man hier sieht, ist nur die Lampe, weil dazu gehört auch eine Koffer mit den Akkus, die ja meistens einmal Nass-Akkus sind, die mit einem Gewicht von 2,5 bis 3 Kilo. Das ist logisch für Rollfilm, aber auch für Blattfilme. Es gibt Winkelsucher und Anschluss für Blitzgeräte. So wie ich sagte, die neu gegründete Firma Secor hat ein riesengroßes Programm an Objektive, auch mit den verschiedenen Fassungen. Und diese Fassungen wurden auch einmal sehr oft an andere Formate angeschlossen. Die Kamera ist ziemlich kompliziert. Man muss die Kamera gern haben, damit man mal fotografieren kann, weil es ist umständlich, überall ragt ein Teil heraus, einfach kompliziert, schwierig, aber mit guten Ergebnissen. Die Kamera mit Optik, so wie es hier ist, wiegt etwa 1 Kilo und 700 Gramm, mit Rollfilmhalter und Kassetten mit 2,300 Gramm auf die Waage, ist nicht gerade leicht, aber das ideale Werkzeug für die Modefotografen. Das war der heutige Sprung nach Japan. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.